Julia war gerade noch da. Hey, sie hat sich einfach gerade hierher fahren lassen, Alter. Die wohnt 5 Minuten weg von hier. Du weißt, dass ich auch gefahren wurde, oder? Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier mit der wundervollen Amy. Schön, dass die Amy da ist und natürlich, wie immer, machen wir Werbung. Vielen Dank an den lieben Dani. Wir sind wieder in dem Mio-Café, was sehr, sehr schön ist. Falls ihr mal nicht wisst, was ihr tun sollt, kommt gerne vorbei. Es gibt warme Getränke, es gibt Kaffee, es gibt Tee, es gibt Waffeln, kommt einfach her. Super geil hier. Nebenher machen wir noch ein bisschen Werbung, denn die ganzen Podcast-Folgen werden mittlerweile gesponsert von One Gaming. Dieser Podcast wird präsentiert und gesponsert von One Gaming. Vielen, vielen Dank an ihrer Stelle. Von denen habe ich persönlich auch mein Gaming-PC. Das ist die ICQ Edition. Könnt ihr gerne mal auf der Webseite vorbeischauen. Ich habe es unten verlinkt. One Gaming macht sehr, sehr viel. Es gibt nicht nur PCs, sie haben auch Maus, Tastatur, Kopfhörer, Stühle und. Es wird in nächster Zeit auch da ein bisschen Werbung kommen. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne mal vorbei. So, wir fangen an. Amy, stell dich vor, sag Hallo. Was machst du hier? Wer bist du? Wie alt bist du? Ich hoffe, du hast das Wasser jetzt nicht genau in die Kamera gestellt. Okay. Also, ich bin Amelie, aka Amy. Ich bin 17 Jahre alt und ich habe meinen Führerschein gestern bestanden. Sag mal, was für ein geiles Gefühl ist das? Mega. Also gestern war echt ein mega toller Tag und die ganze Family ist einfach stolz auf einen und du hast so ein Glücksgefühl in dir, ja, das ist übelst weil gut. Dieses halbe Jahr einfach, für das du die ganze Zeit gearbeitet hast, einfach abgeschlossen. Es ist so krass. Ich fand es gestern voll geil. Mir haben bestimmt 5 oder 6 Leute haben geschrieben, also auf diese Story reagiert und haben gesagt, hey, das ist so cool, man sieht, wie die Amy sich gefreut hat, wo du halt so das Handy so und ich fand tatsächlich, ich habe es gestern mit dem Chef kurz gehabt noch, wo wir in der Fahrschule waren, es ist voll geil, wenn du hast einen Führerschein geholt dann, bist du gefahren noch gestern? Die ganze Zeit übel viel. Es ist dann voll cool, wenn du dann halt so du bist plötzlich frei und jetzt überleg mal, du bist jetzt nicht nur mit der Mutter zusammen, sondern jetzt überleg mal, du bist dann 18, das ist halt einfach, das ist so ein neuer Lebensabschnitt, weil du kannst plötzlich machen, alleine, was du willst, das ist übelst cool. Unabhängig sein, so krass. Ja, du bist ja mit dem T-Rock, glaube ich, gell? Von der Mama dann gefahren. Ja. Okay. Aber tatsächlich war das mit der Kupplung voll anders. Mama ist extra vom TÜV, als wir dann meine richtige BF17-Bescheinigung extra ein bisschen weggefahren, damit es nicht so peinlich ist. Aber dann sind wir da kurz rechts rangefahren und dann habe ich mich auf die Fahrerseite gesetzt und dann habe ich erstmal 3-mal hintereinander das Auto komplett abgewürgt. Das probiert nur mit der Kupplung anzufahren, oder? Ja, dann muss man auch mit Gas. Ist es ein Benziner oder ein Diesel? Benziner. Ja, okay, gut, dann brauchst du ein bisschen Gas. Aber im Endeffekt, das ist ja das, was ich dir auch mal gesagt habe schon. Du musst, wenn du eigentlich zügig mitfahren willst, du brauchst dieses Gas. Du musst immer ein bisschen Gas geben und wenn du es dann raus hast, dann geht's. Dann läuft's. Ja. Nimm mal dein Mikro ein bisschen näher zu dir hin. Ist perfekt. Schau mal, dann hört man dich, dann ist das viel deutlicher. Viel besser. Ja, aber ansonsten bist du gestern gefahren. Das ist ja dann eigentlich ganz cool, weil das ist das, was ganz viele Leute nicht machen. Die machen ihren Führerschein und fahren dann nicht. Ja, deswegen, das ist dumm. Man muss in Übung bleiben. Ja, unbedingt. Ich auch. Ja. Was ich jetzt ganz cool finde, da du gestern bestanden hast und wir haben, die Tage habe ich mit einem Kumpel schon gehabt, dass man eigentlich, oder meine Freundin hat tatsächlich das mal gesagt, eigentlich wäre es ganz cool, so von Anfang an ein Video zu machen. Ich habe jetzt mit der Ronesa, mit Emil und so dieses, was glaubt ihr, wie wird's werden und so. Probier noch mal so ein bisschen den Führerschein für dich zusammenzufassen. So von Anfang, Theorie. Die Theoriestunden waren ja schon eigentlich sehr, sehr witzig. So, da war ja irgendwie schon fast klar, so dass wir irgendwie mega viel Spaß zusammen haben werden. Deswegen probier mal so ein bisschen zusammenzufassen, wie für dich jetzt diese Ausbildung vom Führerschein war. Wie du dir vorgestellt hast, wie aber auch das Fahren und so nachher war. Fandest du es schwer? Fandest du es nicht so schwer? Also ich habe mir am Anfang das Fahren komplett eigentlich anders vorgestellt. Und ich habe es mir eigentlich ein bisschen leichter vorgestellt. Hört sich jetzt dumm an, aber irgendwie, also man hat sich das einfach komplett anders vorgestellt, aber es war einfach ein tolles Gefühl. Also zum Beispiel unsere erste Fahrstunde, zweite Gang anfahren. Ja, aber es hat funktioniert. Ja, es hat funktioniert. Aber ich fand die Stunde ganz lustig, weil das halt so, es war einfach so komisch, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich im zweiten Gang anfahre, weil das war halt ein Aus Versehen oder sowas. Aber im Nachhinein, wenn du dir überlegst,
diese Stunden im Industriegebiet. Und ich komme auch gleich extra noch dazu, warum ich das nämlich frage. Du wusstest ja von Anfang an, war dir ja schon klar, dass Twitch und dass die Leute zugucken und so. Und ich finde es am Anfang immer cool im Industriegebiet und du bist eine der letzten gewesen. Alle anderen, die ich jetzt gerade so habe, die können irgendwie alle schon ein bisschen fahren so. Und dafür, dass du ja nicht gefahren bist und das nicht geübt hast, hast du das ja von Anfang an eigentlich schon echt gut hingekriegt. Gemacht, ja. Eben. Und aber wie ist es für dich dann gewesen, im Hintergrund auch zu wissen, dass da die Leute zugucken? Also, es hat mich eigentlich nicht gestört. Also es war so einfach ganz normal für mich. Also ich habe das nicht beachtet und es war einfach mega gechillt, weil ich das so ausgeblendet habe und mich halt trotzdem aufs Fahren konzentriert habe. Aber es war halt trotzdem irgendwie mega schön, dann zu wissen, dass einem so viele Leute zugucken und die das interessiert, wie ich fahre. Ja, das stimmt. Vor allem, ich finde immer wieder, es ist ja ganz oft auch diese Sache, dass es gar nicht darum geht, wie erkläre ich das? Wir versuchen ja im Prinzip schon von Anfang an, dass das halt dieses ganze Streamzeug läuft, auch den Leuten nicht dieses Gefühl zu geben, du wirst voll beobachtet oder so. Und ich finde, in der Fahrstunde selber, gerade in den ersten Fahrstunden, rede ich ja quasi gar nicht mit dem Stream. Da haben wir eigentlich nur erste Fahrstunde gemacht. Und wenn du dir aber überlegst, so zu sehen, die Leute, die immer wieder da sind, also du musst immer dran denken, die zugucken, die sehen von Anfang an eine Amy, die noch nie in einem Auto saß und am Schluss aber auch eine Amy, die einfach ihren scheiß Führerschein gemacht hat, so, die über beide Ohren grinst und so und das ist halt das und das ist glaub mir, das ist das schönste Gefühl, was du als Fahrlehrer hast, so, wenn der Schüler dann so happy ist und sich so drüber freut, deswegen halt übelst geil. Aber so die weiteren Stunden dann, wie war das dann, wo du dann gemerkt hast, ich meine, wir sind ja dann irgendwann rausgefahren und dann kam plötzlich das ein oder andere Problemchen auch mal. Ups. So, aber fandest du jetzt an für sich den ganzen Führerschein so für sich, fandest du das schwerer? Also hast du dir das schwerer vorgestellt, oder? Ich habe es mir schwerer vorgestellt, Echt? Definitiv, ja. Und jetzt im Nachhinein und das ist eigentlich immer so, wenn du irgendwas machst und das abgeschlossen hast, dann denkst du dir, ja, das war doch ganz easy eigentlich. Ja. Aber man hatte halt so mega Schiss vor der Prüfung, aber im Endeffekt zum Beispiel war die Prüfung jetzt gar nicht so schlimm. Ja. Also klar, sie ist natürlich anstrengend und so für den Kopf, weil man sich halt so mega konzentrieren muss und alles, aber im Nachhinein denkst du dir so, ja, ich hab's doch geschafft, ich hab's doch hinbekommen. Aber so generell auch so die Fahrstunden, also ich finde, die Zeit ging mega schnell rum, dieses halbe Jahr, das ist so heftig. Also wenn ich jetzt so zurückblicke, Alter, wie schnell ging diese Zeit mit dir rum? Also wir haben super viel Zeit miteinander verbracht. Ich habe vorhin natürlich geguckt, aber wie du dir vorstellen kannst, habe ich natürlich das auch schon wieder direkt vergessen. Du hattest tatsächlich, wie viele Fahrstunden hatten wir? Wir hatten insgesamt 36 Fahrstunden. Und wenn du jetzt mal überlegst, ist aber normal, ist ein guter Durchschnitt eigentlich. Also die meisten Leute haben tatsächlich sogar mehr. Aber was ich immer wieder sagen will, und das ist das, was ich meine, klar, dass du ein paar Fahrstunden, aber das, was du gemacht hast und was jetzt im Endeffekt nachher hängen geblieben ist, du fährst brutal sicher Auto. Und das hat man am Schluss auch gemerkt, das hat er auch in der Prüfung. Deswegen wollte ich da heute so ein bisschen hin, weil das jetzt noch sehr frisch ist und wir jetzt noch drüber reden können. Das passt heute sehr gut, dieses Thema Prüfung. Wir sind am Anfang ja losgefahren, das hat alles funktioniert, wir haben die Technikfragen gemacht, an die ganzen Leute unbedingt mal das Technikvideo abchecken, das verlinken wir mal unten. Das hilft. Ja. Du hast alles gewusst, also das ist genau das, was ich meine. Und dann hast du ja auch gesagt, so du hast voll Schiss und du warst ja schon aufgeregt, als du ins Auto gekommen bist. Aber was war das Problem am Anfang? Du kannst es ja gerne selber erzählen. In den ersten 3 Minuten. Wo du dir quasi schon dein eigenes Genick gebrochen hast, weil du selber gedacht hast, oh scheiße, jetzt ist es vorbei? Ach so, eine ganz, ganz tolle Rechts-vor-Links-Situation. Ich habe nach rechts geschaut, war nix, fahr weiter und da kommt einer angefahren, aber so richtig schnell und dann habe ich es noch gesehen, habe gebremst, aber bin einfach weitergefahren. Und dann habe ich schon so gemacht, so, scheiße, jetzt war's das. Und dann hat der Prüfer aber gesagt so, fahren Sie weiter. Es war noch im Rahmen. Ja, genau. Und das ist das, worauf ich so ein bisschen eingehen möchte. Weil für die Leute, gerade wir werden das Video auch Amy und ihre Prüfung oder sowas nennen, glaube ich. Einfach um die Leute da ein bisschen hinzunehmen. Weil das ist, was ich ganz, ganz wichtig finde. Die Leute denken immer so, oh, praktische Prüfung, so übelst hart und so. Ja. Hey, und
die Prüfer, du hattest einen coolen Prüfer, muss man auch ganz klar dazu sagen, aber die sind alle so. Jeder von den Prüfern guckt sich das an und sobald da ein Auto kommt oder irgendwas ist, tut kein Prüfer sagen, oh ja, du bist direkt durchgefallen, so, sondern die meisten Prüfer gucken sich wirklich an, wie fährst du, was machst du. Und man muss ganz klar sagen, du hast die ganze Prüfung, also die ersten 20 Minuten haben wir dann halt auch 2-3 Mal das Auto noch abgewürgt, aber das war halt aufgrund der Aufregung, weil dein Kopf schon so, scheiße, die rechts und links ist vorbei. Und das ist was man euch allen ganz arg an den Kopf legen oder ans Herz legen muss, Leute. Ihr macht einen Fehler, löscht diesen Fehler und fahrt weiter. Wenn ihr durchfallt, dann lässt der Prüfer euch zurückfahren. Ja. Und wenn ihr weiterfahrt, dann fahrt weiter. Konzentriert euch nicht drauf. Und das hat bis zum Parken, das Parken war jetzt auch nicht ganz so geil dann, aber aufgrund von deiner Nervosität und von diesem, oh scheiße, ich glaube, das war's schon. Und dann hat er beim Parken im Prinzip gesagt, so jetzt passen Sie mal auf. Und dann hat er nämlich zu dir gesagt, Sie einmal tief durch, genau, kommen Sie runter. Und dann hast du selber gemerkt, so, und ab dann bist du super gefahren, wir sind super smooth aus dem Parkplatz raus, du hast schön angehalten, du hast auch diesen Idiot gesehen, der rechts noch angeballert kam so, oder auch oben an der Kreuzung und so ein Auffahren B10, das war halt alles echt sehr, sehr schön und smooth gemacht und im Endeffekt ist das was man den Leuten so ein bisschen mitgeben muss, finde ich. Es ist gar nicht so schlimm. Nee, ist auch nicht. Also diese praktische Prüfung ist wirklich nicht schlimm. Ja. Aber das glaubt dir halt leider keiner. Ja. Auch wenn die Leute es erzählen. Und ich habe es vor ganz, ganz langer Zeit mal gehabt. Da gab es auch einen Prüfer, mit dem es ein bisschen Stress gab. Und auch der muss man sich immer dran denken oder immer überlegen, wenn man durchfallen sollte, ja, dann ist es ja meistens ein Grund, du bist über Rot gefahren. Du hast beim Abbiegen die Spur gewechselt. Oder du bist abgebogen und hast fast jemanden, Fahrradfahrer, Fußgänger so. Oder man hat bewusst rechts vor links nicht beachtet. Genau, oder du bist wirklich komplett, also gar nicht gesehen. So. Dann ist es ja was, wo ich sage, hey, vielleicht solltest du doch nochmal 2-3 Fahrstunden machen und üben. So. Und das ist aber das, was ich damit mitgeben möchte, so ruhig ein bisschen mehr zu fahren. Ja, du nimmst mir das hoffentlich nicht böse mit den Fahrstunden. Ruhig ein bisschen mehr zu fahren. Das kostet ein paar Euro, aber es ist im Endeffekt nachher egal, weil du fährst selber sicher Auto. Sicherer. Und das merkt man dir so an, dass du halt einfach das, was du gelernt hast, super anwendest. Umsetzen kannst, genau. Und deswegen bist du auch gestern, deswegen habe ich gefragt, wenn du fährst, jetzt bist du für dich selber verantwortlich. Weil jetzt sitzt kein Fabi mehr neben dir und bremst, wenn es eng wird. Sondern ich hab dich schon vermisst. Ja, genau. Jetzt musst du halt selber gucken und gerade so Sachen, Spiegel, Beobachtung und. Ja, wenn es zu eng wird, dann ist es zu eng. Ja, ist zu eng. Und wenn es zu eng wird, dann musst du halt anhalten und selber. Aber das musst du jetzt selber machen. Und selber im Kopf haben. Und ich finde halt, wenn du das einmal drin hast, ist das echt super. Aber ich bin echt mega zufrieden, dass ich BF17 habe, also mit Mama und Papa fahren. Ja. Weil, also wirklich, es ist so toll, mit Mama zu fahren. Mama sitzt so entspannt neben mir. wirklich, die findet das richtig toll. Und die sagt, ja, du fährst gut Auto. Da bin ich echt stolz drauf. Yeah. Ja, aber du fährst ja auch gut. Also muss man dir lassen. Hat deine Mutter mal zugeguckt in den Streams irgendwie? Ganz kurz. Und dann hat sie halt die Videos gesehen, die ich ihr gezeigt habe. Ja. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Ich habe ja von dir immer wieder Snaps von der Mama oder so mitgekriegt, wenn ihr Videos geguckt habt. Aber das ist ja im Endeffekt das, was ich meine so. Also klar ist ein Führerschein teuer und es wird immer teurer. Das ist einfach so. Schlimm, ja. Aber man muss halt immer dran denken, dass es halt anders nicht funktioniert. Warum guckt ihr so komisch auf mein Handy? Ihr iPhone-Speicher ist voll. Echt? Ernsthaft jetzt? Oh Gott. Katastrophe. Mein iPhone-Speicher ist voll. Ey Leute, professionell vorbereitet. Schau mal, häng mal das Handy da hin bitte und drück einfach Aufnahme. Nach oben, einfach das ganze Handy nach oben, ja. Behind the scenes. Ich wollte gerade sagen, das wären jetzt voll die coolen Behind the scenes. Schaut mal, hier unser Fachpersonal tut gerade das iPhone switchen. Ihr kriegt das hin? Ja. Ihr seid Profis. Super gemacht. Jetzt lässt halt ein bisschen die Qualität nach. Jetzt gibt's halt, jetzt ist die Qualität nicht mehr so gut, weil es Samsung. Die iPhone-User, yeah. Richtig gut. Man muss leider dazu sagen, dass Samsung viel bessere Qualität hat. Also wirklich. Ich weiß zwar nicht, wie es jetzt, klar, ein neues iPhone, aber Samsung und so macht halt schon brutal gute Bildqualität. Die neueren halt, ne? Ja. Sind wir wieder live? Läuft. Yes! Wir haben auch wieder eine totale. Die wird zwar fast nie eingeblendet, aber ist egal. Gut, was haben wir gerade gesagt? Ansonsten finde ich auch, wie du schon gesagt hast,
fahren und sowas, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Hast du gut gemacht. Alter, ich bin gestern nach Könken gefahren. Ich habe Mama zur Stadt gefahren, wegen ihrem Perso-Ausweis. Ich bin einmal ganz durch Esslingen gefahren. Schöne große Runde. Aber du hast dich auch ausgekannt schon. Ja. So, ich bin mal gespannt, wenn du jetzt das nächste Mal, wenn wir den Podcast das nächste Mal machen, dann bin ich mal gespannt, was du dann erzählst, wo du gefahren bist. Und dann unterhalten wir uns mal, ob es wirklich funktioniert, ob du halt alles anpassen und anweichen. Also morgen muss ich schon auf den Wertstoffhof und so. Ich wurde schon vorgewarnt, ja. Ja, aber das ist ja gar nicht schlimm. Hier nach Esslingen dann, oder wie? Ich weiß es Katzenbühl nicht. wahrscheinlich. Ja, bestimmt Katzenbühl Ja. oder so. Und dann will Mama vielleicht noch nach Stuttgart. Das heißt, ich Oh ja, erlebe Stuttgart. schön Innenstadt Das ist direkt. super. Sagst dann Bescheid, wenn du in Stuttgart bist, weil ich bin da morgen auch. Super. Gut, ansonsten finde ich das super interessant. Das haben wir jetzt eigentlich alles durch. So zwischendrin können wir noch ein bisschen Werbung machen. Und zwar, falls ihr, ich habe schon wieder vergessen, ich sollte eigentlich so ein komplettes Anfangsvideo mal machen. Und zwar, falls ihr euch diesen Podcast gerade anhört und ihr sitzt auf dem Klo oder fahrt Auto oder keine Ahnung, vielleicht kocht ihr gerade nebenher oder macht sonst irgendwas, dann könnt ihr definitiv auch schauen, weil dieser Podcast ist nämlich auch live mitgefilmt. Ansonsten gibt es den nämlich nicht nur als Video, sondern auch als Podcast-Folge auf Spotify und den üblichen Plattformen. Habe ich gut die Werbung gemacht, Ja, oder? Mashallah. Das ist übrigens keine echte Wand hier. Ja, ich weiß. Plastik. Aber es sieht super aus. Ich finde es auch, es ist echt schön hier, oder? Ja. Stimmt, du warst noch nicht hier. Nee, ich war hier noch. Doch, ich war hier schon mal mit einer Freundin, aber da war es noch nichts Mio. Ah, Da okay. war es Mon Amour oder sowas, ja. Das weiß ich nicht. Ich kenne nur den absoluten sexy Besitzer Daniel. Der hat mir vorhin 5 Euro gegeben, dass ich das sage. Ja. Spaß. Gut. Ja, ansonsten. Das ist voll toll. Ja, jetzt können wir irgendwelche. Ich stelle mir immer vor, wenn man so ganz leise in so ein Mikro reinredet. Gut. Es ist, genau. Überleg mal, jetzt ist irgendjemand gerade dabei, der liegt in seinem Bett und schläft und dann denkt er sich so, was machen die 2 behinderten Menschen gerade? Warum flüstern die in dieses Mikrofon? Aber es ist selber sehr beruhigend, wenn man sowas auf macht. den Kopfhörern vor allem. Ja, das ist super schön. Okay, wir reden jetzt nur noch so weiter. Nein. Wir kriegen alle noch einen Kollaps von uns, ey. Eine wichtige Frage hätte ich noch, und zwar grundsätzlich Social Media. Yes. Kanntest du Twitch und sowas schon davor? Ja, Ja? von Pascal, meinem gut. Bruder, ja. Stimmt, dein Bruder hat es ja auch schon, der hat auch schon mal zugeguckt, richtig. Gut, ja, ich finde, für die erste Folge haben wir das eigentlich relativ gut gerockt, oder? Ja. Definitiv. Falls ihr Fragen, Ideen, Anregungen oder irgendwelche Sonderwünsche. Wünsche habt, genau, schreibt's in die Kommentare. Das ist gut. Hier gibt es nämlich keinen Chat, hier gibt es Kommentare. Hi Chat, wie geht's? Ansonsten, falls ihr die Amy mal wieder sehen wollt, schreibt viele Fragen in den Chat. In die Kommentare. In den Chat. Ansonsten sieht man sich bestimmt so mal wieder. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr du gehst heute noch gerne. was mit einer Freundin machen oder so. hast du Nee, gesagt. habe ich heute Mittag gemacht. Ah, krasser Scheiß. Ne, jetzt richtig. Ja. Was machst du jetzt saufen? Ich bin kein Säufer, Fabi. Ich doch auch nicht. Ja. Was machst du dann? Ich gehe nach Hause, ich lege mich in mein Bett. Und geh schlafen. Ja, aber jetzt noch nicht. Ich wollte gerade sagen. Auf TikTok chillen. 1922, genau. Alle Videos von uns liken. Leute, Die vielen sind Dank. schon geliked. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr solltet übrigens auch alle die Videos liken. Das ist eine sehr wichtige Sache. Also, haut rein. Vielen Dank Macht's gut. und tschüss. Tschüssi.